Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender mit dabei seid. Heute sind wir bei Türchen Nummer 2 und hinter Türchen Nummer 2 versteckt sich der Sugar Princess Cookie Christmas Club von der lieben Juschka alias Sugar Princess. Diesen Kalender gibt es auch schon etliche Jahre und ich bin seit ein paar Jahren mit dabei. Da bin ich unheimlich stolz drauf und ich freue mich auch jedes Jahr aufs Neue, dass ich daran teilnehmen darf. Das Tolle an diesem Kalender ist, es sind YouTuber und Blogger und unterschiedlich abwechselnd füllt einer immer ein Türchen und zwar vom 1. bis zum 24.12. jeweils um 8 Uhr in der Früh. Also könnt ihr schon gleich in der Früh Weihnachtsrezepte anschauen. Ja, ich bin Türchen Nummer 2 und hinter meinem Türchen Nummer 2 befinden sich ganz, ganz leckere orientalische Dattelplätzchen. Viel Spaß! Dafür brauchen wir auch gar nicht viele Zutaten und zwar für ca. 30 Stück 150 Gramm getrocknete Datteln, 100 Gramm getrocknete Cranberries, 2 Eiweiß, 130 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, einen Teelöffel Stollengewürz, Obladen mit 40 mm Durchmesser, Mandelblättchen und Puderzucker. Ja, los geht's. Als allererstes müssen wir das Trockenobst klein schneiden und ja, die legt ihr euch einfach aufs Brett und hackt so klein. Also so wie ich hier. Wenn ihr einen Mixer habt, so einen kleinen, da könnt ihr sie auch mixen, so grob mixen. Aber ich habe es jetzt hier mit dem Messer gemacht. So sah das Ganze dann aus. Dasselbe machen wir auch mit den Cranberries. Wer keine Cranberries mag, der lässt sie einfach weg und ersetzt das auch nochmal durch Datteln. Oder ihr könnt auch allgemein ganz anderes Trockenobst nehmen, wie Aprikosen, was gibt es noch? Rosinen, also was ihr wollt, könnt ihr eigentlich nehmen. Ja, so sah es dann aus. Dann geht es auch schon weiter an den Teig. Dazu gebe ich das Eiweiß in eine Schüssel. Gebe ein bisschen Salz dazu, das habe ich vergessen, bei den Zutaten dazu zu schreiben. Und dann schlage ich das Ganze mit meinem Handrührer auf. Wer mag, kann auch seine Küchenmaschine nehmen. Und wenn das Ganze so weißschäumig ist, kommt der Zucker dazu. Einfach unterm Rühren hineinrieseln lassen und der Vanillezucker. Ja, und das wird jetzt steif geschlagen. Also das kriegt dann so, also es ist dann so ähnlich, nein, es ist nicht so ähnlich, das ist so wie eine Baiser-Masse. Oder Schaumgussmasse zum Beispiel. Kurz vor Schluss kommt dann noch das Stollengewürz mit hinein. Das bekommt ihr wirklich in jedem gut sortierten, etwas größeren Supermarkt. In der Infobox schreibe ich euch rein, woher. Und dann sieht man das nochmal verrühren, bis halt eben es steif ist. Und dann sah es so aus. Jetzt gebe ich meine Trockenzutaten mit hinein. Oder ja, die getrockneten Zutaten. Und zwar die Cranberries und die Datteln. Und die werden dann einfach nur untergehoben. Und zwar so, dass die ganzen Trockenfrüchte so richtig schön mit der Baiser-Masse bedeckt sind. Dazu nimmt ihr einfach so einen Teigschaber, da geht es ganz gut. Also ich würde es nicht mit dem Küchengerät machen, weil sonst zerfetzt das Ganze. Ja, und wenn das dann schön miteinander verrührt ist, wenn alles schön bedeckt ist, geht es dann auch schon ans, ja, was sagt man dazu, Formen. Und zwar, ihr braucht Obladen mit einem Durchmesser von 40 mm. Ich habe jetzt hier meinen Makronenausstecher, den braucht ihr aber nicht unbedingt. Wer keinen hat, der kann es auch mit dem Löffel machen. Und zwar geht das so, ich hole mir eine Kelle voll von meinem Baiser-Teig und dann lege ich oben drauf meine Oblade. Ja, das habe ich jetzt ganz toll gefilmt, hat man jetzt leider nicht gesehen. Und dann drücke ich das einfach raus. Also ich muss sagen, dieser Makronen-Ausstecher, keine Ahnung, wie man dazu sagt, ist echt gut. Ja, und das machen wir dann mit dem ganzen Teig. Also es waren so ungefähr 30 Stück bei mir. Ja, und dann, bevor wir sie backen, kommen dann noch die Mandelblättchen drauf. Ihr könnt aber auch andere Nüsse benutzen. Also ihr könnt da eigentlich eure Geschmäcker variieren. Die gebe ich dann einfach da so oben drauf. Entweder ihr legt es drauf mit der Hand oder ihr streuselt es drauf, wie ihr wollt. Dann dürfen sie bei 160 Grad Umluft so 20 bis 25 Minuten backen. Ihr müsst einfach drauf schauen, also achtet darauf, dass sie nicht zu dunkel werden. So sollen sie ausschauen, also das ist perfekt. Und bitte aufpassen, wenn sie noch heiß sind, nicht gleich anfassen und runter tun, denn sie zerbrechen. Die müssen erst auskühlen und dann können das ja vom Blech
herunternehmen. Ja, und wenn sie dann ausgekühlt sind, kommt einfach nur noch Puderzucker darüber und dann sind wirklich mega leckere, ja eigentlich sind es Makronen fertig. Wie ich schon erwähnt habe, ihr könnt das Trockenobst austauschen, ihr könnt es auch weglassen und vielleicht noch Nüsse ersetzen, wenn ihr wollt. Das schmeckt genauso gut. Ja, das war jetzt mein Rezept. An dieser Stelle sage ich danke an die liebe Juschka, dass ich wieder dabei sein darf. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. An euch da draußen, bitte schaut in die Infobox, schaut auf Juschkas Blog, da steht alles drin, was ihr zu beachten habt, was ihr machen müsst, an dem Gewinnspiel teilzunehmen und vor allem, wer alles mitmacht. Also schaut fleißig vorbei, vielleicht ist das ein oder andere Rezept etwas für euch. Ja, dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, habt eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis demnächst. Tschüss.